Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, hallo auch von mir. Heute ist Tag 167, richtig? Ja, ganz genau. Tag 167. Und unser Thema heute lautet Prüfungen und Vorbereitung. Ein Thema, das, eigentlich jeden von uns betrifft. Oh ja, definitiv. Ein echtes Stressthema. Wir lernen heute 15 wichtige Wörter für den Alltag, die euch bei diesem Thema wirklich helfen werden. Genau. Und wir fokussieren uns heute auf Wörter für das Niveau B1, also Wörter, die ihr beim Lernen, beim Planen und in Stresssituationen wirklich oft braucht. Aber bevor wir richtig in die Worte eintauchen heute, zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Richtig, nämlich Shadowing. Genau. Beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Hier sind 3 einfache Schritte. Schritt 1. Zuhören. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Genau. Denkt nicht an Grammatik, hört nur den Klang. Dann kommt Schritt 2, mitsprechen. Jetzt sprecht ihr mit. Versucht, genauso zu sprechen wie der Sprecher. Achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Und der letzte, Schritt 3, aufnehmen. Nehmt euch selbst auf. Vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Das ist wirklich ein toller Trick. Ja, absolut. Aber ein wichtiger Hinweis noch für euch. Bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Stimmt. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Also seid aktiv dabei. Und bleibt bis zum Ende dort, hört ihr unsere Mini-Story. Da kommen dann alle 15 Wörter noch einmal vor. Okay, dann lass uns mal anfangen. Kennt ihr dieses Gefühl? Man sitzt da, der Schreibtisch ist völlig leer, da liegt nur ein Stift und ein riesiger Berg an Büchern. Oh ja, die absolute Horrorsituation für viele Studenten. Genau. Und plötzlich findet man alles andere interessant. Man möchte lieber aufräumen oder das Badezimmer putzen, anstatt auch nur eine einzige Seite zu lesen. Das ist die klassische Angst vor dem großen Berg an Lernstoff. Und da hilft uns direkt unser erstes Wort für heute, nämlich die Herangehensweise. Die Herangehensweise. Ein langes Wort. Auf Englisch sagt man dazu Approach. Richtig. Die Herangehensweise ist einfach die Art und Weise, wie man eine Aufgabe anpackt, wie man startet. Also mein Plan quasi. Genau. Ein kurzer Alltagssatz dazu wäre: Eine gute Herangehensweise ist beim Lernen sehr wichtig. Wenn deine Herangehensweise falsch ist, verlierst du total viel Zeit. Das verstehe ich. Aber viele Leute machen bunte Pläne und lernen am Ende trotzdem nichts. Sie sind einfach nicht fokussiert genug. Das stimmt. Und da brauchen wir unser zweites Wort. Man muss zielstrebig sein. Zielstrebig, das ist ein Adjektiv, oder? Auf Englisch bedeutet das determined. Ja, genau. Zielstrebig bedeutet, dass man ein Ziel sehr direkt verfolgt. Ohne Ablenkung. Man schaut nicht aufs Handy, man lernt einfach. Ah, okay. Ein Beispiel wäre dann, er lernt sehr zielstrebig für seine Deutschprüfung. Er lässt sich nicht ablenken. Perfekt. Aber da gibt es auch eine Gefahr. Manchmal verliert man sich in kleinen Details. Man sortiert seine Karten nach Farben und denkt, man lernt. Oh ja, das kenne ich. Man nennt das auch produktive Prokrastination. Man arbeitet sehr akribisch, aber lernt nichts. Und da haben wir unser drittes Wort. Akribisch. Akribisch, ein schönes Wort. Auf Englisch übersetzt man das mit meticulous. Es bedeutet, dass man extrem genau und sorgfältig arbeitet. Also ein Beispielsatz. Sie hat ihre Notizen akribisch sortiert. Genau. Aber wir haben ja gesagt, nur akribisch sortieren reicht nicht. Man muss den Stoff auch wirklich verstehen. Und das führt uns zum vierten Wort. Ein Verb. Erarbeiten. Erarbeiten. Auf Englisch sagt man to acquire oder to work for something. Und ganz wichtig, wir müssen das perfekt lernen. Im Perfekt sagen wir, hat erarbeitet. Richtig. Erarbeiten bedeutet, dass man sich Wissen durch eigene, harte Arbeit erarbeitet. Man liest nicht nur, man versteht es wirklich tief. Das finde ich spannend. Ich kaufe das Wissen quasi durch meine harte Arbeit. Ein Satz wäre, er hat sich das schwierige Thema selbstständig erarbeitet. Exakt. Und wenn man sich etwas erarbeitet hat, dann muss man später nicht mehr so oft ins Buch schauen. Ja, und da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Wir haben ja heute alle Smartphones. Wenn ich etwas nicht weiß, kann ich es doch einfach googeln. Naja. Das bringt mich zu Wort Nummer 5. Nachschlagen. Auf Englisch to look up. Das Perfekt ist, hat nachgeschlagen.
Ja, nachschlagen bedeutet, Informationen in einem Buch oder im Internet zu suchen. Ein Beispielsatz. Ich habe das unbekannte Wort im Wörterbuch nachgeschlagen. Genau, aber warum darf ich in einer Prüfung nicht einfach Dinge nachschlagen? Warum muss ich das alles im Kopf haben? Weil eine Prüfung testen soll, ob du das Wissen wirklich besitzt. Wenn du immer nur nachschlägst, hast du keine Struktur im Kopf. Du musst das Wissen verinnerlichen. Ah, das ist unser 6. Wort, verinnerlichen. Auf Englisch to internalize und im Perfekt hat verinnerlicht. Richtig. Etwas verinnerlichen bedeutet, dass man etwas so tief lernt, dass man es komplett automatisch kann. Man muss gar nicht mehr nachdenken. Wie beim Autofahren. Genau, ein super Beispiel. Wenn du fährst, musst du nicht nachschlagen, wie man bremst. Du hast es verinnerlicht. Ein Beispielsatz: Sie hat die Grammatikregeln komplett verinnerlicht. Das heißt, wenn ich etwas verinnerlicht habe, dann habe ich eine wirklich gute Basis. Und das ist Wort Nummer 7. Fundiert. Ein Adjektiv. Fundiert. Auf Englisch sound oder solid. Es bedeutet, dass Wissen auf einer sehr starken, soliden Basis steht. Es ist nicht nur oberflächlich. Ein Satz dazu. Der Lehrer hat ein sehr fundiertes Wissen über die deutsche Geschichte. Ja, das klingt sehr natürlich. Und dieses fundierte Wissen ist am Ende entscheidend für den Erfolg in der Prüfung. Es ist maßgeblich. Oh, das ist Wort Nummer 8. Maßgeblich. Auf Englisch significant oder crucial. Genau. Maßgeblich bedeutet, dass etwas einen sehr großen und wichtigen Einfluss hat. Ein Beispiel? Guter Schlaf ist maßgeblich für den Erfolg beim Lernen. Sehr gut. Das stimmt sogar wirklich. Guter Schlaf ist extrem wichtig. Absolut. Bevor wir jetzt zum eigentlichen Prüfungstag kommen, machen wir eine ganz kurze Pause. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Genau, das hilft uns sehr. Also, weiter geht es. Wir haben uns jetzt eine gute Herangehensweise überlegt. Wir waren zielstrebig. Wir haben akribisch gelernt. Ja. Und wir haben uns das Wissen erarbeitet und verinnerlicht. Jetzt kommt der große Tag im Kalender, der Prüfungstag. Und der fängt oft mit Bürokratie an. Unser 9. Wort ist die Zulassung. Auf Englisch Admission. Die Zulassung, das ist die offizielle Erlaubnis, dass man überhaupt an der Prüfung teilnehmen darf. Wie eine Eintrittskarte. Richtig, ein Beispielsatz: Ohne die richtige Zulassung darfst du nicht in den Prüfungsraum. Das wäre ärgerlich. Okay, wir haben die Zulassung, wir sitzen am Tisch und jetzt müssen wir die Prüfung schreiben. Das ist unser 10. Wort. Ein sehr wichtiges Verb. Ablegen. Ablegen. Auf Englisch to take an exam. Und das Perfekt ist, hat abgelegt. Ein Satz für den Alltag? Sie hat gestern ihre B1-Prüfung erfolgreich abgelegt. Genau, und in genau diesem Moment, wenn man da sitzt und die Prüfung ablegen muss, dann passiert etwas im Körper. Man wird extrem nervös. Oh ja, das Herz schlägt schnell, die Hände schwitzen. Das ist Wort Nummer 11, das Lampenfieber. Auf Englisch Stage Fright. Das Lampenfieber ist die große Nervosität direkt vor einer wichtigen Aufgabe oder Prüfung. Ein Beispiel? Er hatte starkes Lampenfieber vor seiner mündlichen Prüfung. Das Gehirn blockiert dann oft komplett, oder? Ja. Der Körper denkt, er ist in Gefahr. Und dazu kommt oft noch ein weiteres Problem. Wort Nummer 12. Der Zeitdruck. Der Zeitdruck. Auf Englisch Time Pressure. Das bedeutet, man hat Stress, weil man zu wenig Zeit für die Aufgaben hat. Genau. Ein Satz dazu: Während der Matheprüfung geriet er unter enormem Zeitdruck. Lampenfieber und Zeitdruck sind eine gefährliche Kombination. Da muss man aufpassen, dass man trotzdem noch gute Arbeit leistet. Und das ist unser 13. Wort. Leistungsfähig. Auf Englisch productive oder capable of performing. Leistungsfähig. Ein Adjektiv. Es bedeutet, dass man in der Lage ist, viel und gut zu arbeiten, trotz Stress. Ein gutes Beispiel: Nach einer kurzen Pause bin ich wieder voll leistungsfähig. Deshalb ist es so wichtig, das Wissen vorher gut zu verinnerlichen. Weil man dann auch unter Zeitdruck leistungsfähig bleibt. Verstehe. Genau. So, die Zeit ist um. Der Stift wird weggelegt, die Prüfung ist vorbei, jetzt kommt das Warten. Und viele Studenten haben Angst vor Statistiken. Besonders vor unserem 14. Wort, die Durchfallquote. Ja, ein gruseliges Wort, die Durchfallquote. Auf Englisch Failure Rate. Das ist der Prozentsatz der Personen, die eine Prüfung nicht schaffen. Ein Beispiel: Die Durchfallquote in dieser schweren Prüfung liegt leider bei 40%. Das klingt echt demotivierend, wenn man das vorher hört. Naja, das ist aber nur eine Statistik. Man darf sich davon nicht verrückt machen lassen.
In dieser Durchfallquote sind auch alle Leute, die gar nicht gelernt haben. Ach so, die Leute, die keine gute Herangehensweise hatten? Genau, die nicht zielstrebig waren. Aber wenn du akribisch gelernt hast, dann gehörst du nicht zu dieser Gruppe. Dann kommst du sicher zu unserem letzten Wort. Wort Nummer 15. Das schönste Wort am Ende, bestehen. Auf Englisch to pass. Und das perfekt ist, hat bestanden. Ein Verb. Es bedeutet, dass man die Prüfung erfolgreich abschließt und genug Punkte hat. Ein Beispielsatz. Wenn du fleißig lernst, wirst du die Prüfung ganz sicher bestehen. Das ist doch ein super Satz. Und es ist die logische Konsequenz aus guter Vorbereitung. Weißt du, ich finde das deutsche Wort ablegen eigentlich sehr schön, wenn man darüber nachdenkt. Wie meinst du das? Naja, man trägt monatelang das schwere Wissen im Kopf herum, wie einen schweren Rucksack. Und bei der Prüfung darf man dieses Wissen endlich auf das Papier ablegen. Man legt die schwere Last ab. Oh, wow. Das ist wirklich ein schönes Bild. Man befreit sich quasi von dem Druck. Genau. Und schon wirkt die Prüfung gar nicht mehr so schlimm. Das stimmt. Und um zu zeigen, wie gut all diese 15 Wörter zusammenpassen, haben wir jetzt unsere Mini-Story für euch. Hört gut zu. Hier kommen noch einmal alle 15 Wörter vor. Also, Anna war sehr nervös. Sie brauchte unbedingt die Zulassung für ihr Studium. Am Anfang war ihre Herangehensweise völlig chaotisch. Sie hatte Angst vor der hohen Durchfallquote und spürte starken Zeitdruck. Außerdem hatte sie schlimmes Lampenfieber. Aber dann änderte sie ihren Plan. Sie wurde sehr zielstrebig. Sie begann, ihre Notizen akribisch zu sortieren. Sie wollte unbekannte Wörter nicht nur kurz nachschlagen, sondern sie wollte sich das komplexe Thema richtig erarbeiten. Wow, sehr gut. Ja. Sie hat die schweren Regeln so lange geübt, bis sie alles tief verinnerlicht hatte. Dadurch bekam sie ein wirklich fundiertes Wissen. Und das war maßgeblich für ihren Erfolg. Am Tag, als sie die Prüfung ablegen musste, war sie trotz Stress extrem leistungsfähig. Und natürlich hat sie am Ende mit einer tollen Note bestanden. Eine tolle Geschichte. Und eine super Motivation für alle, die gerade lernen. Absolut. Jetzt seid ihr dran. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Übung macht den Meister. Morgen sprechen wir über Naturkatastrophen. Das wird auch ein sehr spannendes Thema. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltagsdeutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.